Hallo und herzlich willkommen, und dieses Video ist eigentlich nur dadurch entstanden, weil ihr mir so viele Fragen gestellt habt über den neuen DJI Pocket 2, die ich sehr gerne beantwortet habe, aber ich habe mir überlegt, warum machst du nicht gleich ein komplettes Video darüber? So kann der eine oder andere immer noch an der Beantwortung der Fragen teilnehmen. Vielleicht hat er die gleiche Frage, kann natürlich sein, oder ihr steht direkt jetzt vor eurer Kaufentscheidung. Kauft ihr euch den neuen DJI Pocket 2, behaltet ihr den alten? Oder, alle Fragen werden jetzt beantwortet. Los geht's! Die erste Frage war gewesen, passt das alte Zubehör vom DJI Osmo Pocket auf den neuen DJI Pocket 2? Und sehr viel von eurem Zubehör passt hier tatsächlich rauf, aber es geht auch umgedreht, denn es passt auch Zubehör vom neuen auf den alten, und zwar in dem Falle kennt ihr jetzt den Joystick, der hier neu mit verbaut ist, und diesen Joystick, den könnt ihr ganz einfach hier perfekt auch auf euren alten DJI Osmo Pocket aufschieben und dann anschalten, und schon könnt ihr mit dem Joystick euer altes Gerät komplett ebenfalls bedienen. Das heißt, ihr tunt euren DJI Osmo Pocket einfach mal mit einem Joystick, und ihr werdet sagen, ich kaufe mir noch nicht den neuen, um den alten bedienen zu können. Das ist richtig so, aber diesen Joystick, den gibt es natürlich hier extra zu kaufen, und zwar im Shop von DJI. 25 € kostet der, und wem das wert ist, hier den DJI Osmo Pocket damit zu tunen, für den ist es natürlich die richtige Sache. Link in meiner Beschreibung. Wie gesagt, der Joystick, der ist universell verwendbar beim Osmo Pocket 1 oder beim Osmo Pocket 2. Daumen hoch! Wer den Extension Rod gekauft hat, der kann ihn natürlich weiterhin benutzen für den neuen. Ideale Geschichte, klar, kann man ausziehen, hier oben reinschieben, dann hier das Handy anbauen, und der ist sogar noch besser bedienbar durch das größere Bedienpanel, was hier sozusagen angebaut ist. Den Joystick kann man hier noch viel besser bewegen. Geht auch mit dem neuen. Des Weiteren, wer sich hier so eine günstige Geschichte gekauft hat, mit Handy und Pocket zusammen, das geht ebenfalls, also der passt hier ebenfalls wunderbar rein, da gibt es gar keine Probleme. Und natürlich zum Thema Audio dachte ich eigentlich, da baut sich doch DJI so einen Crack in die Software, um den nicht mehr benutzen zu können, aber der alte Audioadapter vom DJI Osmo Pocket funktioniert ebenfalls perfekt. Einfach einschieben in den neuen, da ist sogar guter Platz gelassen, und schon kann man die alten Mikrofone ebenfalls noch hier direkt an den neuen anschließen über diesen kleinen Adapter. Den müsst ihr ebenfalls nicht wegschmeißen. Des Weiteren, wegschmeißen müsst ihr auch nicht eure Objektive und Linsen, die passen auch noch sehr gut. Ich habe hier wie gesagt von Freewell, das passt wunderbar, und da sind ND-Filter drin und Polfilter und gleichzeitig hier noch ein anamorphes Objektiv, und das einfach bloß hier aufstecken. Hinten am Display zeigt er dir an, was er gerade direkt aufgesteckt bekommen hat, nämlich ein Weitwinkelobjektiv. Ideal gemacht. Also vom Zubehör müsst ihr euch keine Gedanken machen, da passen viele Sachen. Und wenn ihr das genau wissen möchtet, dann habe ich euch in meiner Showbeschreibung noch einmal eine Liste verlinkt, wo alle Artikel aufgeführt sind, die ihr für den neuen benutzen könnt. Einfach anklicken, durchlesen, und schon seid ihr schlauer. Dann hat mir jemand geschrieben und gesagt, dass die Bilder immer unscharf sind, die er macht. Und ich fragte ihn dann, wie nah bist du denn dran an deinen Objekten? Und er sagte, ich mache eigentlich immer meine Objekte ziemlich dicht an das Objektiv, weil ich so Kanten ziehen möchte und andere Dinge. Und eine Faustregel von DJI ist eigentlich bei Fotos hier beim DJI Pocket 2 10 cm Abstand und bei Videos 20 cm Abstand direkt hier von der Linse. Dann kann nichts passieren, dass es sozusagen unscharf wird, und dann habt ihr auch super Bilder. Noch eine Frage gleich im Anschluss natürlich bei den Formaten, und da kam die Frage, macht der DJI Pocket 2 auch RAW-Format im Fotomodus? Und das kann ich verneinen. Der macht keine RAW-Dateien, der macht nur DNG und JPEG als Speicherdateien hier direkt im Fotomodus.
Viele stellen mir auch die Frage, welche SD-Card kann ich empfehlen, und da kann ich nur einfach hier die SanDisk Extreme 128 GB empfehlen. Erstens Preis-Leistung ist die super und zweitens hat die mich wie gesagt noch nie im Stich gelassen. Selbst im DJI Shop wird die sozusagen empfohlen. Link in meiner Beschreibung. Nächste Frage: Ist der DJI Pocket 2 wasserdicht? Und er ist nicht wasserdicht. Aber es gibt natürlich noch im DJI Shop ein wasserdichtes Gehäuse zu bestellen und mit diesem wasserdichten Gehäuse könnt ihr sogar tauchen, also wird er dann mit Zubehör ebenfalls wasserdicht. Dann schließt sich natürlich noch die nächste Frage hier an, und zwar, wenn wir schon beim Thema wasserdicht sind, kann man in dem wasserdichten Gehäuse das Weitwinkelobjektiv an den DJI Pocket 2 anbringen, und das ist nicht möglich. Ganz wichtig, und da muss man natürlich aufpassen, dass man da sozusagen die Regeln beachtet. Viele stellen sich natürlich auch die Frage, was ist jetzt an dem DJI Pocket 2 besser geworden? Und da kann ich einfach mal zusammenfassend erwähnen, dass er in puncto Audio jetzt richtig gut geworden ist. Also dank der 4 verbauten Mikrofone und gleichzeitig natürlich auch noch dem Studioton, den er bietet. Völlig super. Also Audio kann ich echt eine 1 eintragen für das Gerät. Des Weiteren natürlich dann auch der damit verbundene Audio-Zoom. Das heißt praktisch, du ziehst ja während der Aufnahme auch den Ton von dem, was du gerade aufnimmst, hier direkt in das Gerät rein. Das heißt, er verstärkt das nochmal ein bisschen. Auch nicht schlecht gemacht. Und wenn wir schon beim Thema Zoom sind, ist natürlich klar, hier ist jetzt ein Vierfach-Zoom verbaut, der auch nicht schlecht ist und eigentlich gar nicht ruckelt. Ansonsten ist natürlich der Autofokus hier noch eine große Nummer, der ist ebenfalls verbessert worden. Gleichzeitig die Nachtaufnahmen, die sehen jetzt deutlich heller aus, und natürlich der Zeitraffer, der ist von 4-fach auf 8-fach gehüpft, und das sind so eigentlich im Zusammenfassenden die ganzen positiven Eigenschaften, die hier sozusagen besser geworden sind. Es gibt aber auch negative Eigenschaften, denn ich habe festgestellt, dass mich der Akku öfter verlässt und sehr schnell verlässt. Also ich bin jetzt ungefähr bei 7, 8 Ladezyklen und muss feststellen, dass der Akku relativ schnell leer wird. Kann natürlich sein, dass er immer noch irgendwie so ein bisschen am Verwalten ist und mich nachher dann nicht mehr so im Stich lässt, aber ich bin der Meinung, wie gesagt, dass der Akku relativ schwächelt. Ansonsten steht er jetzt ein bisschen schlechter durch die neue Halterung, aber dafür gibt es ja die Stativhalterung, aber wenn man den so direkt hinstellt, steht der im Vergleich zum alten irgendwie ein bisschen wackeliger, also man sollte ihn dann nicht ohne Stativhalterung bzw. ohne Fuß irgendwo abstellen, der wackelt ein bisschen. Das sind so die Sachen, die ich festgestellt habe beim Vergleich alt gegen neu. Zum Thema Nightshot, da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar bin ich unterwegs gewesen mit beiden Geräten, einmal dem Osmo Pocket und natürlich den DJI Pocket 2, und habe wirklich mal in der Nacht in Berlin das Brandenburger Tor gefilmt, bin auch mal durchgelaufen und zeige euch jetzt, wie gesagt, im Vergleich mal die Bilder vom DJI Osmo Pocket gegenüber dem DJI Pocket 2, und ihr werdet selber sehen, dass wirklich die Nachtaufnahmen viel, viel besser geworden sind. Ich finde die echt heller. Ich finde das super. Natürlich filmst du nicht im kompletten Dunkeln. Das wird auch kein anderes Gerät hinkriegen, da sozusagen ohne Bildrauschen vernünftig Bilder und Fotos bzw. Videos zu machen. Aber ich persönlich bin wirklich mit dem Nightshot-Modus hier vom DJI Pocket 2 echt zufrieden. Noch eine Frage, die mich erreicht hat, und zwar: Mein Ton ist zu dumpf. Was kann ich dagegen machen? Und da habe ich mit demjenigen gesprochen, der mir die Frage gestellt hat, und hat ihn gefragt, wie fässt du denn das Gerät an? Und er sagte, ich greife mit der Hand rum. Und das sollte man bei dem DJI Pocket 2 nicht machen. Er hat zwar jetzt 4 Mikrofone verbaut, aber man sollte einfach nur mit 2 Fingern bzw. hier seitlich filmen mit diesem Gerät. Wenn man komplett dieses Gerät umgreift und ihn so nimmt wie ein Schraubenzieher, dann sind natürlich durch die Hand viele, viele Mikrofone verdeckt, und deswegen klingt nachher der Ton total dumpf. Eigentlich völlig easy beantwortet diese Frage, weiß aber nicht jeder, deswegen möchte ich das hier nochmal direkt in meinem Video klären.
Kann ich den DJI Pocket 2 als Actionkamera benutzen? Und da triffst du bei mir direkt den Nagel auf den Kopf. Ich habe es nämlich auch überlegt, Mensch, eigentlich, warum eine Actioncam nochmal extra kaufen? Das Ding ist doch totaler der Hammer in Sachen Bildern und klein, kompakt und kann man überall mitnehmen. Diese Funktionen sind richtig, aber ich bin natürlich auch der Mensch, der das Gerät sehr gerne ans Fahrrad anschraubt. Und beim 1er ist es so gewesen, dass du da sehr, sehr große Bildstauchung hast. Wenn du das sozusagen komplett ans Fahrrad angebaut hast, das Gerät, dann gab es da ganz, ganz böse Bildstauchung und die waren echt nicht wunderbar mit anzusehen. Wenn ich jetzt den neuen DJI Pocket 2 an mein Fahrrad geschraubt habe, habe ich als erstes gedacht, ja, es ist wirklich total gut geworden, also definitiv besser. Aber wenn man da jetzt über Hucke rüber fährt, beziehungsweise einen Feldweg lang fährt, dann ist es auch nicht zu 100% bereinigt. Das heißt, da sind immer noch kleinere Bildstauchungen drin, die dich nachher dann bei deinem Video richtig böse ärgern können. Und wenn du jetzt quasi überlegst, das Ding einzusetzen beim Skifahren oder bei anderen Dingen, wenn du es in der Hand behältst und zum Vloggen nimmst oder zu anderen Dingen, also sofern das immer in der Hand ist oder fest irgendwo auf einem Stativ steht, ist es als Actioncam teilweise nutzbar. Wenn du aber jetzt das irgendwo fest verschraubst, wie zum Beispiel am Auto oder am Fahrrad oder irgendwo anders, am Motorrad vielleicht noch, und damit fährst, dann passiert es, dass du hier immer noch Bildstauchung hast, und das gegenüber einer Actioncam, ich habe jetzt hier mal die Insta360 One R, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Also du kannst auch nicht eine Actioncam vergleichen mit dem Osmo Pocket 2. Der ist mehr zum Vloggen da, der ist mehr zum Bilderziehen da. Den holt man mal aus der Tasche, macht den an und macht eine schöne Fahrt und weiß ich was alles. Das Ding hier, das schraubst du natürlich irgendwo fest, da kannst du ruckeln, da kannst du was machen, da kannst du alles komplett mitmachen, ohne Bildstauchung. Und jetzt, wie gesagt, aus dem Bauch heraus würde ich den als Actioncam nicht empfehlen, weil, wie gesagt, der immer bei irgendwelchen Dingen, wo du ihn fest verschraubt hast, immer noch teilweise Bildstauchung hat. Kann ich den USB-C-Anschluss nutzen, um Bilder auf externe Geräte wie zum Beispiel Monitore oder Fernseher über HDMI USB-C übertragen? Nein, das geht nicht bei diesem Gerät. Und die nächste Frage, die sich dann anschließt, ist, wie installiere ich die aktuelle Firmware, wenn es Updates gibt im neuen DJI Pocket 2? Das ist auch relativ easy. Man verbindet einfach das Gerät mit dem Smartphone und über die App lädt sich das sozusagen automatisch, wenn man das eingestellt hat hier in der App, dann runter und gleichzeitig auch rüber in den DJI Pocket 2. Dann geht dieser aus und startet sich dann automatisch. Du solltest während des Vorgangs natürlich nicht beide Geräte ausschalten, aber wie gesagt, total easy und einfach. Über die App lädt sich direkt die neue Firmware. Was passiert, wenn der DJI Pocket 2 mir kaputt geht? Das war auch wiederum so eine Frage, und dann kann man den entweder bei DJI direkt einschicken oder man ist schlau im Vorhinein und schließt direkt beim Kauf die DJI Care Refresh ab. Das ist so eine Art Versicherung für 29 € im Jahr oder ich glaube 25 € dann pro Jahr für 2 Jahre. Und da hat man dann sozusagen seine Stoßschäden komplett abgesichert, also Unfallschäden, Kollision und Wasserschäden, und bekommt bei diesen Schäden dann natürlich ein Austauschgerät gesendet und muss natürlich nur einen geringen Beitrag bezahlen für den Versand. Das ist dann nicht viel, aber ihr kommt besser bei weg, wenn ihr das Ding irgendwie kaputt macht mit dieser Versicherung, weil dann kriegt ihr sozusagen ein Austauschgerät zugeschickt und habt den dann sozusagen nicht selber zerstört und müsst den auch nicht bei DJI einschicken und den reparieren lassen. Und nur als kleine Idee am Rande. Ich habe jetzt das iPhone 11
Pro Max und hatte überlegt, mir das iPhone 12 Pro Max zu kaufen, wegen den besseren Videoeigenschaften und dem besseren Bildstabilisator. Und bin aber davon abgekommen, seitdem ich den DJI Pocket 2 habe, denn ich werde das so machen, ich werde das Telefon behalten und mir dann lieber öfter den Pocket 2 direkt hier ans Telefon machen und bin der Meinung, der macht bessere Bilder und der ist für mich und für meine Eigenschaften, die ich hier habe, beziehungsweise Ansprüche, die ich habe, einfach besser, und so habe ich einfach mal knapp 1000 Euro gespart, habe trotzdem ein viel schöneres Bild als bei meinem iPhone 11 Pro Max. Und wer jetzt auch überlegen sollte, sich nur wegen den Videoeigenschaften dieses neue Telefon zu kaufen, der kann ja mal mit dem Gedanken spielen, hier den DJI Pocket 2 einfach mal dort anzuschließen und vielleicht auch 1000 Euro sparen. Wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet, die hier nicht aufgetaucht sind, dann schreibt sie mir einfach entweder in den Kommentaren, das sehe ich am schnellsten, oder halt per E-Mail, geht natürlich auch. Und dann machen wir natürlich sehr gern noch einen zweiten Film über Fragen zum DJI Pocket 2. Und für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da. Und ich sage Danke und gern bis zum nächsten Video.